Wir sind in einem Abschnitt, wo es Sprengstoffattentate gibt. Hocken wir hier fest, fühlt sich ein bisschen an wie ein Gefängnis. Wir sind in Pakistan. Jetzt geht's los mit der Eskorte. Wir sind jetzt heute Morgen ganz früh von Zahid dann hierher gekommen im Taxi und haben gedacht, wir können jetzt gleich mit der Eskorte starten. Das Problem ist nur, das Auto ist gerade nicht da für die Eskorte. Das heißt, wir bleiben jetzt erstmal den ganzen Tag hier. Das ist übrigens der Raum, wo wir schlafen. Heute Nacht. Also ich bin irgendwie voll genervt. Naja, so ist es halt. Hocken wir hier fest. Fühlt sich ein bisschen an wie ein Gefängnis auch, weil man hier nicht wegkommt, weil man hier einfach so fest sitzt. Sina ist aber gechillt. Ich finde das Zimmer cool und ich finde die Leute voll nett und ich darf hier im T-Shirt rumlaufen und ja. Eigentlich finde ich das voll easy peasy. Es ist halt einfach... Verpflegung, ne? Ja. Die Levis versorgen uns gut. Neben gutem Essen auch mit toller Gemeinschaft. Schatz, ich muss sagen, ich habe halt die ganzen Nüsse. Irgendwann kommen Miri und Tobi hinzu, 2 Motorradreisende. Wir werden die Eskorte somit zu 4 machen. Morgen geht's weiter. Los geht's. Mhm. Okay. Das ist halt aber nicht sehr schussiger da oben. Ich hab wenigstens einen Helm an. Safe? Safe. Okay. Wave safe. Betrayed. Letzte Vorbereitungen werden getroffen und dann geht es los. Da ist ein Loch auf der Seite drin, das öffnet man die Hand. Wir verbringen die meiste Zeit auf den Pickups. Bis auf die Landschaft und die wechselnden Eskorten ändert sich nicht viel. Sobald wir an einer Levi-Station ankommen, heißt es Tee trinken, unsere Namen und Passnummern in ein Register eintragen und auf ein anderes Auto steigen. Wie viel Uhr haben wir? Ich muss die Uhrzeit wissen. Also wir sind jetzt mal wieder in einem anderen Pickup, aber diesmal vorne und es wurde auch abgeschlossen. Hinten sind jetzt Soldaten und wir sind in einem Abschnitt, wo es ab und zu Sprengstoffattentate gibt und jetzt ist das schon ein bisschen anderes Gefühl hier. Naja, wird schon gut gehen. Nach 8 Stunden Fahrt und vielen verschiedenen Eskorten erreichen wir Dalbandin. Welcome to Pakistan. Hier müssen wir die Nacht in einer vorgegebenen Unterkunft verbringen und dürfen nicht raus. Da schlafen wir, in diesem Räumchen. Zumindest können wir jedoch von der Dachterrasse aus das Leben auf der Straße etwas beobachten. Am nächsten Tag die gleiche Prozedur. Bis auf die Landschaft und die Transportmittel ändert sich nicht viel. Mittlerweile sind die Pickups geschlossen.
Eine willkommene Abwechslung sind die bunt geschmückten, allseits bekannten Trucks und die Art der verschiedenen Transportwege. So, und jetzt geht's weiter im Panzer. Umso näher wir der Hauptstadt Quetta kommen, umso höher werden die Sicherheitsbestimmungen. Also wenn die Kamera an ist, dann sitzt er nur da. Sobald die Kamera aus ist, fängt er an zu tanzen. Und meine Sonnenbrille findet er auch cool. Follow this car. Heute Nacht schlafen wir in der Polizeistation in Quetta. Wir rauchen Haschisch. Während wir auf die Permission warten, Belutschistan verlassen zu dürfen, verbringen wir die Zeit mit den Polizisten. Diese haben eine ganz eigene Art des Zeitvertreibs. Ja, jetzt sind wir im Bus auf dem Weg nach Lahore, aber komplett ohne Eskorte. Also wir sind gerade immer noch in Quetta, aber sobald wir in den Bus reingegangen sind, die Polizei hat sich verkrümelt und jetzt sind wir alleine im Bus, mitten in Quetta. Aber ich glaube, es wird ganz sicher. Ich fühle mich hier nicht unsicher. Die nächsten 250 Kilometer. 250 Kilometer nach Belutschistan und dann sind wir sicher aus diesem Gebiet raus. Jetzt wird der Bus gerade fast ohne unsere Passports weitergefahren, weil wir mussten die gerade an so einer Levi-Station, mussten wir unsere Passports abgeben und jetzt ist der Bus einfach weitergefahren. Das ist wirklich keine empfehlenswerte Variante, wenn dann mit dem Zug oder mit dem eigenen Auto, wenn man jetzt hat. Aber nicht mit dem Bus. Er ist so voll gestopft und es ist kein Platz, der geht über 24 Stunden. Ohne unser Wissen wurde der Bus doch noch sehr lange von den Levis begleitet. Nach 36 Stunden Fahrt kommen wir endlich in Lahore an. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ein großer Dank geht an dieser Stelle an die Levis, die uns zu jeder Zeit gut versorgt und uns das Gefühl von Sicherheit vermittelt haben.